Da sind wir wieder zurück mit einem neuen Video und es gab jetzt echt wochenlang kein neues Video von mir, weil ich krank geworden bin und ich werde echt eigentlich nie krank. Aber egal, dafür gibt es heute ein Video zusammen mit Daisy und wir werden ein Haul drehen und ja, dann fangen wir gleich Los geht's. an. Ja, genau. Und das erste Teil ist von Mango und ja, Mango hat momentan sowieso mega die coolen Sachen, also da findet man irgendwie immer irgendwas, was einen anspricht. Und mich hat dieses Teil hier angesprochen. Das ist so eine Bermuda Shorts in so Cremefarben. Und ich finde, dieser Style erinnert mich echt so an so Vintage Pieces, so mit passenden Blazer am besten. Ich glaube, dazu gibt es auch einen passenden Blazer. Und ja, fand ich super cool. Und ich habe nicht so viele kurze Optionen für den Frühling, Sommer, die nicht Jeans, Shorts oder Röcke sind. Ja, und deswegen dachte ich, ist das ein gutes Teil. Und ich glaube, es ist leicht zu kombinieren. Ja, und der Gürtel ist mega cool. Finde ich auch mega cool. Und schön ist auch, dass der auch sehr eng sitzt an der Taille, was eben nicht oft der Fall ist. Und ja, der hier sitzt auf jeden Fall gut. Mein erstes Teil, was ich euch zeigen möchte, ist von H&M Trend. Da gucke ich momentan auch wieder richtig gerne. Also eigentlich speziell nur in der Trendabteilung. Und da habe ich diesen braunen Strickpullover gekauft. Der ist richtig schön kuschelig, ist aber nicht zu weich, dass er so Flusen hat oder so. Oder kratzig sondern, ist. ja genau, und der liegt extrem schön auf der Haut und hat so ein Off-Shoulder-Detail. Und ja, ich liebe einfach die Farbe. Dieses Schokobraun ist gerade total meins. Und ich glaube, ich habe den Pullover letzte Woche nonstop getragen. Habe ich auch einen Pullover in meinem Haul. Und zwar diesen Rollkragenpullover von Common Thread. Aber der ist relativ dünn. Der ist mega weich. Ja, ist aus Kaschmir. Das heißt, der ist eigentlich auch ganz gut für wärmere Tage geeignet. Also besser als halt irgendwie einen krassen Baumwollpullover oder so. Und ich finde die Form einfach super cool hier mit diesem Rollkragen, der nicht umgeklappt wird. Weißt du, was ich meine? Wie so ein Stehkragen. Ja, genau. Dadurch finde ich, sieht es einfach am Hals schöner aus und nicht so dick. Weil wenn es umgeklappt ist, dann sieht man meistens so dick am Hals aus. Und ansonsten ist er sehr boxig geschnitten, also sehr weit, aber nicht allzu lang. Und ich überlege, mir den noch in Grau zu holen, weil ich den einfach so cool finde und sehr klassisch und leicht zu kombinieren. Mein nächstes Teil ist schon wieder von H&M Trend und schon wieder in Schokobraun. Aber ich kann einfach gerade nicht genug davon bekommen. Und zwar ist es ein Body, was mir jetzt nicht so gefällt. Ich weiß nicht. Jedenfalls ist es ein eng anliegender Body. Sieht eigentlich wie ein Badeanzug aus und ich finde den Look einfach cool. Ja, so zu so Mom Mom-Jeans. Genau, zu so einer Vintage-Jeans, die dann schön hoch tailliert ist und dann einfach der Body, irgendwie ein luftiges Hemd drüber geschmissen und Ja. Und schöner Rückenausschnitt. genau. Voll cool. Ein Teil von Mango habe ich noch. Und zwar sind es diese schönen schwarzen Strappy Sandalen. Manche werden bestimmt schon wissen, an welche Schuhe diese hier erinnern, nämlich an so ein paar Celine-Schuhe, die Nude Sandals. Und Mango hat halt einfach diese hier rausgebracht, dreisterweise, die sehr, sehr ähnlich aussehen, aber Glück für mich. Und die habe ich mir eben geschnappt und die sehen wirklich sehr, sehr schmeichelnd an den Füßen aus. Hast du die schon getragen? Ja, einmal habe ich die getragen. Sind bequem, ich würde jetzt nicht rennen oder super beanspruchen, aber man kann auf jeden Fall gut in den laufen. Die machen auf jeden Fall einen sehr, sehr schönen Fuß und passen eigentlich zu allem. Ich ziehe mal jetzt einfach nach, weil du ja gerade deine Mango-Schuhe gezeigt hast. Ich habe nämlich auch ein paar Schuhe von Mango und zwar sind das diese weißen Sandalen oder Sandaletten. Die sind auch mega cool. Genau, die sind einfach nur so zum Reinschlüpfen mit so einem kleinen Riemchen hier am Ende und die sind ein bisschen asymmetrisch. Mittelhoher Absatz, super bequem. Und man hat richtig guten Halt darin, auch wenn die Straps so relativ minimalistisch angebracht sind. Aber ja, ich finde es cool. Ich finde es auch cool, dass sie asymmetrisch sind, wie gesagt. Macht so ein bisschen interessanter, ne? Genau, und weiße Schuhe, mega im Trend. So, ich habe noch ein paar Schuhe und wer mein letztes Video, mein Favoritenvideo geguckt hat, weiß, dass ich auf der Suche war nach so New Balance Sneaker. Und viele von euch haben mir dann Nachrichten geschrieben mit New Balance Schuhen, die ähnlich aussehen. Und eins davon habe ich dann letztendlich auch gekauft und zwar diese hier. Das sind die 990 V4 Sneaker in der Farbe Arctic Fox. Also die sind so komplett grau, beziehungsweise so grau-weiß. Und sind einfach vom Look her, also kommen dem am allernächsten, wie das, was ich gesucht habe. So ein bisschen klobiger und aber neutral von den Farben her. Und ja, ich finde die echt cool.
Ja. Also so ein bisschen inspiriert von Daisy, weil sie hat Ich wollte auch gerade New sagen, Balance Schuhe. influenced by me. Genau, und ich dachte so, oh Mann, das sieht echt cool aus. So vom Vibe her einfach, das gefällt mir total gut. Vor allem, wenn man eher so schickere Sachen dazu anzieht, ne? Um Ja, ein so als bisschen Stilbruch. down zu dressen. So, mein nächstes Fashion Piece ist ebenfalls Designer-inspired. Und zwar ist es das T-Shirt hier mit dem Aufdruck Baklava. Das ist so cool. Hinten nochmal Ich will es groß. auch haben. Ich weiß gar nicht, wie der Online-Shop heißt. Ich meine, dass das Sujuk und Bratwurst heißt, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall totally random, aber die verlegten sie ja dann Hat in der der Infobox. auch noch so andere Sachen? Oder nur Weiß ich dieses nicht. hier? Irgendwie habe ich das T-Shirt nur auf Instagram gesehen und habe dann direkt irgendwie... Und gibt es noch eine andere Farbe? Nee, ich glaube nicht. Achso, und es sind Unisex-T-Shirts. Und ich habe es extra in der Größe M gekauft. Zum einen, weil ich den Look cooler finde, dass es so oversized ist. Ich roll da manchmal die T-Shirt-Ärmel einfach ein bisschen hoch. Ja, sieht Und- einfach am besten aus. Und vor allem auch, damit mein Freund das T-Shirt auch anziehen kann. So, ich habe noch ein Accessoire und zwar habe ich mir eine neue Sonnenbrille geholt. Ich habe ja noch nicht genug Sonnenbrillen. Aber dieser hier konnte einfach nicht widerstehen. Und zwar ist diese hier von Celine, die ist sehr, sehr klassisch. Also sie erinnert mich so ein bisschen. Mal so. Die habe ich auch ohne dich gesehen. Die erinnert mich so an diese Ray-Ban, wie heißen die? Ray-Ban, Wayfarer? genau, also dieses klassische Ray-Ban-Modell, aber in so schmaler. Und die passen einfach passt perfekt zu meiner Frisur, weil ich immer so Probleme hatte mit dem Pony, dass bei den meisten Brillen der Pony dann hier so absteht oder sich dann so abknickt. Ja. Und, Kann ich die hier auch sind mal so- aufsetzen? Ja. Ich glaube, dann sieht man auch, dass die schön schmal ist. Aber bei mir sieht die dann schon anders aus. Aber auch cool. Aber ich finde, mit dem Pony passt es dann richtig gut. Also für alle, die einen Pony haben, check it out. Celine hat jetzt neue Sunglass-Cases. Die hatten ja vorher so, ich finde, hässliche Sonnenbrillen-Etuis, so aus so, was war das? Samt oder so? Ja, oder nee, Velour, so richtig ekliges Velour, wo ganz viele Fussel immer dran hängen bleiben. Und jetzt haben die solche hier. Es sieht einfach viel mehr nach Celine aus, viel, viel sleeker und es bleiben keine Fussel mehr hängen. Und das nur mal so. Also als ich das gesehen habe, dachte ich so, yeah, geil, endlich. Weiter geht's mit Celine. Und zwar geht es um dieses Schmuckstück hier. Und zwar ist es ein Anhänger mit dem D für, obviously, Daisy. Aber bei dem D finde ich auch cool, dass es so wie eine Form Wie so ein aussieht. Kreis irgendwie. Dann ist nicht so ganz so offensichtlich, oh mein Gott, ein Buchstabe. Ja. Ich finde es ein bisschen schade, dass Celine nur goldfarbenen Brassschmuck herstellt. Vor allem bei den und Preisen. Nicht ja, genau, vor allem bei den Preisen und nicht vergoldet. Aber sollte das irgendwann anlaufen, werde ich es einfach beim Juwelier vergolden lassen. Das dürfte eigentlich nicht so teuer sein. Ist günstiger, als man denkt, ja. Und ja, ich finde das Design total cool. So Und die Kette ist dann für schlicht. eine eigene Kette. Genau, die Kette ist eine eigene und da werde ich dann auch eine aus 14 Karat Gold oder so kaufen, weil es sich einfach besser hält, wenn man es öfter trägt. Ja, das zur Kette und jedes Celine-Schmuckstück kommt mit einer Netztasche daher. Und Ist auch cool. hat man quasi 2 Produkte mit einem. Und ja. Ich habe ganz dreisterweise, soll ich die Story erzählen? Ja. Also ich habe für sie die Kette gekauft und in der Boutique, in der ich war, hatten die Netztaschen nicht mehr. Und sie hat mich dann darauf hingewiesen, ja, eigentlich kommt da immer eine Netztasche dazu. Und dann habe ich dazu nochmal nachgefragt. Und die dann, sorry, die haben die gerade nicht mehr, aber ich soll mal in einer anderen Boutique probieren und fragen, ob die mir eine geben. Einfach mit dem Bon. Genau. Und da war ich in einer anderen und die waren so freundlich und haben die dann eine Netztasche gegeben. Und dann hat mir Daisy geschrieben so, ja, einfach in allen Boutiquen machen und immer eine Netztasche bekommen. Ich so, let's try. Und dann war ich letztendlich auch in einer anderen Boutique und die haben auch, ich bin einfach nur noch hingegangen und habe einfach das erzählt und habe schon gar nichts mehr ausgepackt oder gezeigt und die haben mir dann trotzdem eine Netztasche gegeben. Also habe ich jetzt auch eine, ohne was gekauft zu haben. Ich habe jetzt noch eine letzte Sache, beziehungsweise eigentlich mehrere Sachen, aber eine Kategorie und zwar Beauty. Und zwar habe ich mir von einer Freundin aus San Francisco Glossier-Produkte mitbringen lassen. Juhu, weil die da in der Zeit einen Pop-Up-Store hatten. Die liefern aber mittlerweile auch in den UK. Also wenn ihr da irgendwie Bekannte habt, die dann was für euch annehmen könnt und bla,
ne, wisst ihr Bescheid. Lange Rede, kurzer Sinn. Jedenfalls habe ich mir ausgesucht einmal die Sonnencreme, weil die mega gut sein soll. Also so schön leicht und dünn und unsichtbar. Perfekt als Make-up-Unterlage, aber eben mit Sonnenschutz und halt ohne weißen Schleier und so weiter. Und wenn wir schon dabei waren, habe ich mir dann noch ein paar von den Balm.coms mitnehmen lassen. Den habe ich auch. Ja, einmal die Birthday Edition, die ist einfach so mit Glitzer, ne, aber geruchslos oder neutral. Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, relativ neutral. Ich glaube auch. Oder war es die mit Coconut? Weiß ich gerade nicht. Und Rose. Weil ich finde, in so Lippenprodukten finde ich, ist Rosenduft immer mega schön. Und ja, kann nicht schaden. Ist das der Rosenbalm farblos? Würde mich jetzt Ich mal glaube, der interessieren. ist so ganz leicht rosé. Weil es gibt nämlich noch einen Ja, Cherry. ganz leicht rosé. Ah, ja. Die 3 Sachen jedenfalls, und ich habe die schon so aufgeklebt beklebt mit Stickern. den Stickern. Genau. Ich habe ganz kurz so gerade in den Viewfinder geguckt, weil immer die Kamera ausgeht und hatte gerade Angst, dass es auch wieder ausgegangen ist, aber alles okay. Habe die halt schon aufgeklebt. Ich liebe diese Sticker. Da habe ich auch noch einen. Ich habe schon meinen ganzen Laptop vollgeklebt damit. Ja, ich schweife ab. Das waren meine Sachen. Hast du noch irgendwas zu zeigen? Nee. Ich glaube nicht, ja. Dann sind wir durch mit dem Haul. Mann, das ging heute irgendwie überraschend schnell. Ja. Ich hoffe, wir haben irgendwie nichts vergessen, irgendwas zu erwähnen, was wichtig ist. Aber ich glaube nicht. Ja. Dann würde ich sagen, oder was würdest du sagen? Nee, ich wollte, dass du jetzt den Schluss machst. Nein. Okay. Dann würde ich sagen, war es das von uns. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss.